Ja, der sieht aus wie ein Minecraft-Dorfbewohner. Ich habe ihn trotzdem gedruckt. Das sind Regaleinschübe. Und ich habe damit meinem Einbauschrank ein Ordnungsupdate verpasst. Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, bleib unbedingt dran. Das hier wird ein schneller Snack. Okay, was ist mein Problem? Der Einbauschrank in meiner Wohnung hat diese Fächer. Die sind relativ tief und über die Zeit hat sich da alles Mögliche angesammelt. Und da die Fächer keine Schubladen haben, kommt man an den Kram weiter hinten gar nicht mehr ran. Das war wirklich super unpraktisch und außerdem sah das auch nicht besonders gut aus. Mein Plan war es darum, konfigurierbare Regaleinschübe zu konstruieren. Und damit das Ganze auch mehr Struktur bekommt als ein einfaches Fach, habe ich meine Idee um das Modell Gridfinity Modular Baseplates vom Nutzer Akio42 herum entwickelt. Diese Baseplates habe ich übrigens auch schon in meinem Sammlervideo verwendet. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Das Tolle daran, die Platten lassen sich mit M3-Schrauben verbinden. Das macht sie stabil und du kannst auch mit einem kleineren Drucker ein riesiges Grid bauen. Von diesen Baseplates habe ich letztlich immer die Varianten 3x4 und 2x3 gedruckt. Später wird das dann alles verschraubt. Die Größen habe ich gewählt, weil das ganz einfach der Platz ist, den ein Regalfach in meinem Schrank bietet. Jetzt fragst du dich bestimmt, okay, aber Gridfinity ist ja immer 42 x 42 mm. Hä? Und die Fachbreite ist aber nicht immer ein Vielfaches von 42. Wie soll das gehen? Und da sage ich dir, kein Problem. Der Einschub generiert an den Seiten einfach eine Wand, die je nach Differenz zum Gridfinity Grid dicker oder schmaler ist. So sieht das Modell übrigens aus. Quasi ein Regaleinschub ohne Boden, der sich übrigens auch ohne Stützmaterial drucken lässt. Die Lochpositionen passen exakt zu den Baseplates von Akio42 und die Höhe des Modells ist per Parameter steuerbar. Das heißt, alles wird automatisch neu generiert und angepasst, sobald der Wert in Fusion 360 geändert wird. Das Modell habe ich natürlich auch auf MakerWorld veröffentlicht. Das heißt, du kannst dir ohne CAD-Kenntnisse einfach einen passenden Einschub im Browser erstellen. Den Link findest du auch unten in der Videobeschreibung. Und natürlich ist es kostenlos. Also, die Griffe passen sich natürlich auch der Höhe des Einschubs an und werden mit 2 Schrauben befestigt. Die sehen auch irgendwie ein bisschen aus wie diese Dorfbewohner aus Minecraft. Also diese hier mit der langen Nase. Ich habe meine Griffe dann in verschiedenen Farben gedruckt. Orange, blau und grün, hellblau, rot, gelb, pink und weiß. So sah zum Beispiel der Regaleinschub mit dem blauen Griff aus. Unten die Baseplates und dann alles mit M3 Muttern und Schrauben verschraubt. Und natürlich vorne der blaue Griff. Und ja, ich habe mir extra für diesen Joke diese Dorfbewohnernase gedruckt. Die gab es sogar schon auf MakerWorld. Ich bin also nicht der Erste mit diesem Problem gewesen. Props gehen auf jeden Fall raus an Sparkus Designs für die Nase. Danke. Meine Einschübe sind übrigens alle mit meinem eigenen Recycling-PLA gedruckt. Das macht dann doppelt Spaß, weil das Material abgesehen von Blut, Schweiß und Tränen quasi kostenlos war. Falls dich das Thema interessiert, habe ich dir unten in der Videobeschreibung 2 Videos verlinkt, in denen ich mittlerweile über 80 Kilogramm PLA recycelt habe. Da solltest du unbedingt reinschauen, ich habe wirklich viel gelernt. Damit die Einschübe auch von der Tiefe her passen, generiert mein Modell automatisch auch diese Endblöcke. Endblock ist fast so wie der Sarg, oder? Wenn das so reingelassen wird. Das sind eigentlich auch nur 2 Minecraft-Blöcke. Whatever. Ich habe sie teilweise einfach mit irgendwelchen Resten gedruckt. Darum sind sie bunt. Generell würde ein bisschen mehr bunt nicht schaden, Leute. Die Blöcke sorgen dafür, dass der Einschub genauso weit ins Regal geschoben werden kann, dass er vorne einigermaßen bündig abschließt. So sah das Regal jetzt von außen aus. 8 Einschübe, bunte Griffe und irgendwie aufgeräumter. Die Fächer von diesem Schrank waren übrigens teilweise verschieden hoch. Darum sind nicht alle Einschübe gleich hoch. Aber mit dem konfigurierbaren Modell ist das kein Problem. Was sagst du dazu? Aufgeräumter oder hässlich? Oder hätte ich dem Minecraft-Dorfbewohner einfach draufdrucken sollen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn das hier eine Folge Severance wäre, fragst du dich bestimmt jetzt, was im Inneren meiner Einschübe passiert, oder? Dann schauen wir uns meine Innis doch mal an. Und ich habe einige Innis, Leute. Ich habe so viele Persönlichkeiten, das glaubt ihr gar nicht. Ich habe dafür natürlich wieder etliche Boxen mit dem OpenSCAD Gridfinity Generator generiert. Hier kann ich dir übrigens die Half-Pitch-Einstellung sehr empfehlen. Damit ist das Raster auf der Unterseite der Box nur noch 20 mm breit und du kannst die Gridfinity Boxen noch
flexibler verteilen. Hier der Schnelldurchlauf mit wilder Rockmusik. Nach meiner Rechnung habe ich etwa 42 normale Boxen gedruckt. Etwas spannender sind die Halter, die ich mir extra noch für bestimmte Dinge konfiguriert habe. Wie zum Beispiel diese Box mit kleinem Fach für die halbe Ibu, die man nach einer Packung immer übrig hat. Das Modell habe ich sogar als Generator veröffentlicht, damit auch du dir eine Box mit passendem Minifach generieren kannst. Oder diese Elotrans-Box, die unten eine kleine Rippung hat, damit die Beutel nicht umfallen, auch wenn die Box mal etwas leerer ist. Für meine Einweg-Handschuhe habe ich eine fertige Box mit Deckel gedruckt und auch mein Meterstabhalter kam wieder zum Einsatz. Außerdem habe ich einen Generator für runde Behälter konstruiert, denn davon habe ich tatsächlich ein paar mehr gebraucht. Naja, und damit sind wir am Ende. Das Regal ist fertig und alle 8 Einschübe bis zum Rand gefüllt. Der oberste Einschub enthält Dinge, die ich wirklich sehr selten benötige. Stethoskop, Armschienen, Beißschienen. Der zweite Einschub ist im Grunde nur ein Spender für Einweghandschuhe. Unter ihm gelagert sind noch ein paar Dinge, um die Wohnung kindersicherer zu machen. Der dritte Einschub enthält Nahrungsergänzungsmittel und ein paar öfter benötigte Pillen, Ibu, Aspirin. Ihr wisst schon, was ich meine. Der vierte Einschub ist etwas gemixt. Er bietet Platz für meinen Meterstab, den ich tatsächlich relativ oft benutze. Außerdem ist dort die Box mit den Ibus und der Elektrolytlösung. Hier ziehen wir den Einschub oft nur ein wenig raus, um an die benötigten Dinge zu kommen. Das ist sehr, sehr praktisch. Einschub Nummer 5 ergänzt quasi den vierten. Er bietet Magnesium, Nasensprays und Aspirin. Mit Kleinkind in der Familie sind das leider Dinge, die man doch ab und an benötigt. Einschub Nummer 6 bietet allerlei Dinge für die Wundversorgung. Das sind dann primär Pflaster, Verbände und so weiter. Und der 7. Einschub ist dann schon in erreichbarer Höhe meines Sohnes. Darum sind dort eher weniger gefährliche Dinge, wie zum Beispiel große Pflaster oder ein Druckverband. Und zum Abschluss, der letzte Einschub ist schlicht und ergreifend unser Lager für Taschentücher. Vorne eine ausreichend große und hohe Box, gedruckt mit recyceltem PLA. Und hinten sogar nochmal eine ähnlich große Box für Druckverbände. Oder sonst Binden, Mullbinden, ich habe keine Ahnung. Mir gefällt das richtig gut, aber was ist dein Fazit? Ich finde das Regal jetzt viel ordentlicher als vorher. Die Einschübe brauchen zwar durch den Abstand an den Seiten und die Grids mehr Platz. Dafür kann ich selbst hinten im Regal die volle Höhe nutzen und vor allem auch stapeln. Wenige oft verwendete Dinge sind unten und hinten und oft verwendete Dinge wie Kopfwehtabletten sind weiter vorne und damit schnell zugänglich. Ich konnte wieder viel PLA recyceln und durch das Konstruieren der ganzen Boxen weiter an meinen CAD-Skills arbeiten. Quasi ein Win-Win. Was sagt ihr dazu? Hässliche Einschübe oder gefällt euch die Lösung? Ich freue mich jedenfalls sehr auf eure Kommentare. Und das war's mit diesem Video. Und ich freue mich, euch auch wieder im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Macht's gut. Ciao.